Kennst du das? Deine Schulter macht nicht mit, wenn du dir die Haare wäschst oder etwas aus dem oberen Regal runterholen willst. Begriffe wie zum Beispiel Frozen Shoulder oder das Impingement-Syndrom sind in diesem Zusammenhang oft zu hören. Doch wusstest du, dass 1/3 der Bewegung vom Armhebung eigentlich vom Schulterblatt kommt? Genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige es dir, wie du testen kannst, ob dein Schulterblatt deine Beweglichkeit hemmt und mit welchen Übungen du genau die richtigen Muskeln wieder aktivieren kannst, um deine Schmerzen zu lindern und deine Beweglichkeit wieder zu erobern. Warum ist das Schulterblatt so wichtig? Die Schulter ist ein ganz komplexes Gelenk, das auf einen guten Zusammenarbeiten von Muskel und Gelenke angewiesen ist. Und zwar nicht nur von der Schulter selbst, aber auch von dem Schulterblatt und der Brustwirbelsäule. 1/3 der Bewegung, die wir für das Heben des Armes brauchen, kommt vom Schulterblatt, die Scapula. Wenn das Schulterblatt nicht richtig mitarbeitet, kann das Schultergelenk überlastet werden und auch Bewegungseinschränkungen zeigen. Viele Menschen haben eine Einschränkung der Schulterblattbeweglichkeit, weil sie diese Region nicht bewusst trainieren. Die Ursache sind Fehlhaltung, viel zu viel Sitzen oder ein Mangel der Aktivierung der stabilisierenden Muskel. Und das sind zwei, der Serratus anterior unterhalb von dem Schulterblatt und den Trapezius. Besonders bei Beschwerden wie zum Beispiel ein Frozen Shoulder oder ein Impingement-Syndrom kann eine gezielte Aktivierung dieser Muskulatur dabei helfen, deine Beschwerden zu lindern und die Beweglichkeit wieder zu verbessern. Und zu schauen, ob genau das auch dein Problem sein kann, solltest du diesen Test durchführen. Am besten ist, wenn du Hilfe dafür bekommst. Frag irgendjemanden, ob er zuschauen kann, wie du die Bewegung durchführst, oder film dich vom Rücken aus. Also stell dich vor dem Spiegel hin und versuche dann, den Arm zu heben. Wichtig ist, dass du versuchst, auch die gesunde Seite zu heben, um einen Vergleich zu haben. Während dieser Bewegung sollte die Schulterblätter symmetrisch von der Wirbelsäule sich entfernen und nach außen gehen. Bei manchen Menschen ist es so, dass die Schulterblatt blockiert bleibt und den Arm nicht weiter hebt, weil die Schulterblatt die Bewegung nicht mehr hergibt. Was du in diesem Fall denn machen kannst, ist es mit der gesunden Seite, suchst du den Rand von dem Schulterblatt, hebst den Arm und mit der Fingerkante oder mit der Handkante schiebst du das Schulterblatt raus. Wenn dann dein Bewegungsausmaß von der Schulter besser wird, ist ein Zeichen dafür, dass du ein bisschen mehr die Muskulatur von deinem Schulterblatt trainieren solltest. Und welche Übungen dir genau hierbei helfen können, das zeige ich dir jetzt. Für die erste Übung solltest du dich hinlegen. Am besten wäre das auf dem Bett zum Beispiel. Leg dich so hin, dass die betroffene Seite, dass der Arm hängen bleibt außerhalb vom Bett. Also, wenn das auf die rechte Seite meine Beschwerden wären, würde ich mich dann halt hinlegen. Mein rechten Arm soll jetzt halt runterfallen, von dem Bett nach unten, Richtung Boden. Es ist nicht schlimm, wenn deine Hand jetzt halt auf den Boden hinkommt oder wenn der Ellenbogen etwas gebeugt bleibt. Weil in dieser Position solltest du nun den Ellenbogen strecken. Der Daumen, der zeigt nach oben Richtung Decke. Am besten ist, wenn dein Kopf nach unten gedreht ist, weil dann hast du von dem Trapezius her auch eine gute Aktivierung. Daumen nach oben Richtung Decke und in dieser Position versuchst du als erstes die Schulterblatt reinzuziehen Richtung Wirbelsäule und dann den Arm zu heben Richtung Decke. Höher als dein Kopf soll der Arm kommen. Bewusst noch einmal Schulterblatt anspannen und dann ganz langsam senken wieder Richtung Boden. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass dein Ellenbogen jetzt halt hier unten gestreckt bleiben sollte, sondern du kannst es auch problemlos auf den Boden ablegen. Als erstes dann wieder Ellenbogen strecken, Daumen drehen nach oben Richtung Decke, ungefähr 120 Grad Öffnung vom Schulterblatt,
nach unten schauen und dann den Arm nach oben Richtung Decke heben, bis dein Arm höher ist als dein Kopf. Und langsam wieder senken. Auf den Bauch, Ellenbogen durchgestreckt, Daumen nach oben Richtung Decke und dann den Arm heben. Ganz bewusst die Schulterblätter zusammenziehen, beziehungsweise von dieser Seite den Schulterblatt nach innen Richtung Wirbelsäule ziehen. Kurz über den Kopf, langsam halten und dann wieder senken. Und das Ganze solltest du nun für mindestens 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Achte auf die Geschwindigkeit und dann auch ganz bewusst die Spannung vom Schulterblatt Richtung Wirbelsäule trainieren. Es geht nicht nur darum, dass du den Arm hebst. Ellenbogen gestreckt, Daumen Richtung Decke und dann nach oben Richtung Decke den Arm bewegen. Und dann wieder senken. Die nächste Übung. Stell dir mal hin, hüftbreit auseinander, deine Knie sind leicht gebeugt. Als erstes versuchst du deinen Oberkörper vorwärts zu beugen, so dass du ungefähr 45 Grad Beugung hast an der Hüfte. In diese Position, Handfläche zeigt zu Handfläche und als erstes ziehst du die Schulterblätter zusammen und gleichzeitig versuchst du die Arme seitlich hochheben. Der Fokus liegt hier hauptsächlich an den Schulterblatt, dass du viel mehr versuchst, die Schulterblätter zusammenzuheben, als die Arme zu heben. Und dann langsam wieder senken. Hüftbreit auseinander, Knie leicht gebeugt, Handfläche zu Handfläche, Daumen nach oben in 45 Grad nach oben Richtung Decke bewegen. Schulterblätter ganz bewusst zusammenziehen. Und dann langsam wieder senken. 12 bis 15 Wiederholungen solltest du von dieser Übung durchführen. Denk dran, der Fokus liegt viel mehr in das Zusammenziehen vom Schulterblatt. Wenn dir die Übungen zu leicht fällt, kannst du problemlos auch ein kleines Gewicht bzw. so ein Gummiband in den Händen festhalten. Bewegung ist extrem wichtig für deine Gesundheit und das soll auch schmerzfrei möglich sein. Wenn du dich interessierst, wie du zu Hause mit einfachen Übungen Beweglichkeit und Kraft verbessern kannst und Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit 2 anderen Übungen. Wieder im Stehen. Knie sind leicht gebeugt, dein Rumpf ist stabil und das ist jetzt die W-Übung. W deshalb, weil du mit deinem Arm und Rumpf eine W-Zeichen machst. Also, stell dir erstmal hin, Oberkörper aufrecht, zieh die Schulterblätter zusammen, bring deinen Brustkorb etwas nach vorne. Deine Hände, die bringst du jetzt am Ellenbogen, Handfläche zu Handfläche. Als erstes drehst du dann die Hände nach außen, so weit wie du kannst. Du solltest vorne an der Brustpartie eine Dehnung spüren und in diese Position bringst du jetzt die Arme nach oben Richtung Decke. Spann noch einmal bewusst deine Bauchmuskel an, nicht in Hohlkreuz bleiben. In dieser Position die Spannung für 3 bis 5 Sekunden halten und dann Ellenbogen wieder beugen, die Arme wieder nach innen drehen und lösen. Und das Ganze 10 Mal. Also Bauch angespannt, Schulterblätter zusammen, Brustkorb nach vorne, Handfläche zu Handfläche. Als erstes nach außen drehen, so weit wie du kannst. Wenn du Beschwerden hast, wirst du auch merken, dass dieser Bereich meistens eingeschränkt ist. Also forciere noch etwas mehr nach außen. Nun die Hände heben nach oben Richtung Decke, aber prinzipiell zieh noch einmal die Schulterblätter zusammen. Und jetzt formt sich ein W von deinem Unterarm, Hand- und Rumpfbereich. 3 bis 5 Sekunden in der Position bleiben, bis du dann die Spannung wieder löst, Arm wieder senkst und wieder nach innen drehen. 3 Serien von 10 Wiederholungen solltest du durchführen. Hier ist es auch wichtig, dass du auf die Geschwindigkeit achtest. Viel effektiver, als nur in die Position reinzugehen und wieder runter, ist es bewusst in die Spannung rein, Schulterblätter zusammen, Hände heben,
bewusst noch einmal Spannung nachziehen, dass du auch die Muskulatur gut spüren kannst, bis du dann die Spannung wieder löst und zu deiner ursprünglichen Position wieder zurückkommst. Und die letzte Übung ist für den Serratus. Dieser Muskel ist auf der Innenseite von dem Schulterblatt bzw. den äußeren Rand und den spürt man ganz gut, wenn man hier um die Schulterblatt drumherum anspannt. Wenn man jetzt in der Position versucht, jetzt halt den Arm nach unten zu ziehen, kannst du hier in dem Bereich sehr gut auch diesen Muskel spüren. Und genau dafür ist dann halt diese nächste Übung. Stell dich aufrecht hin, Bauch ist angespannt, Rumpf ist stabil. Deine Hände probierst du jetzt hinter den Kopf zu bringen und erstmal locker zu lassen. Als erstes bringst du dann die Ellenbogen nach oben Richtung Decke, um dann das wieder zu lösen. Die Bewegung hier ist hauptsächlich an den Schulterblättern, so als ob du den Ellenbogen nach oben Richtung Decke bringen willst. Zieh deine Schulterblätter nach vorne, versuche die von dem Rumpf zu lösen, so damit du genau diese Spannung hier vom Schulterblatt, dass du diese Bewegung hier hast vorwärts. Also Hände hinter den Nacken, Ellenbogen nach oben Richtung Decke und dann probierst du noch zusätzlich die Ellenbogen nach oben Richtung Decke zu bewegen. Halte die Spannung für ein paar Sekunden und löse es dann wieder. Versuch mal wirklich den Flügel vom Rücken wegzuspannen und dann wieder lösen. Auch hier kommt Qualität vor Quantität. Langsam durchgeführt, 3 Sekunden die Spannung halten und davon 10 Wiederholungen. Wenn du Schulterbeschwerden hast, können diese Übungen dir gut dabei helfen, das letzte Bewegungseinschränkung komplett zu beheben und dir auch wieder schmerzfrei zu bekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!